Stell dir vor, du spielst seit deiner Kindheit eine Rolle und niemand hat es je bemerkt. Du lachst, obwohl du den Witz nicht verstanden hast. Du sagst, klingt interessant, obwohl du keine Ahnung hast, wovon der andere redet. Du gehst auf Partys, obwohl dir jede Faser deines Körpers sagt, ich will hier nicht sein. Und jetzt stell dir die erschreckende Wahrheit vor. All das könnte kein Zufall sein. Es könnte ein unsichtbares Muster sein, das dein ganzes Leben bestimmt. Ein Muster, das Fachleute Masking nennen, das Verbergen von Autismus. Die schockierende Frage ist, was, wenn du Autist bist und es nie wusstest? Denn die meisten Betroffenen merken es nicht. Sie passen sich an, spielen eine Rolle, funktionieren. Doch tief im Inneren zahlen sie einen Preis. Burnout, Identitätsverlust, Depression. Bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos, denn ich verspreche dir, mindestens 5 dieser Anzeichen wirst du auch bei dir erkennen. Und Punkt 1 ist so erschütternd, dass er dein Bild von dir selbst komplett verändern könnte. Denn was wäre, wenn du jahrelang nicht du selbst warst, sondern nur eine Maske getragen hast? Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dem Video ein Like zu geben und in die Kommentare zu schreiben, wo du dich wiedererkennst. Los geht's. 30. Standardphrasen für jede Situation. Oh, das ist interessant. Klingt gut. Erzähl mir mehr. Diese Sätze sind deine Rettungsanker, wenn dein Kopf leer ist und du trotzdem etwas sagen musst. Aber wehe, jemand hakt nach und will wissen, was du daran interessant findest. Dann stehst du da wie versteinert und suchst verzweifelt nach einer Antwort. 29. Lachen über Witze, die du nicht verstehst. Du lachst, weil alle anderen lachen. Innerlich aber fragst du dich, worüber überhaupt. Du hoffst, niemand merkt, dass dein Lachen nur gespielt ist. 28. Telefonate vermeiden. Ein klingelndes Handy ist für dich Stress pur. Zu laut, zu viel, zu chaotisch. Also weichst du aus. Ich schreibe dir später, sagst du. Aber später heißt oft nie. Wenn du dich schon in 2 oder mehr Punkten wiedererkennst, dann solltest du unbedingt weitersehen. Und abonniere den Kanal für noch mehr Anzeichen, die dir die Augen öffnen werden. 27. Die eigenen Lieblingsthemen verstecken. Du brennst für bestimmte Dinge, vielleicht für Design, für Bildung oder für Haie. Doch statt voller Begeisterung darüber zu reden, schweigst du und redest über das Wetter. So maskierst du dein wahres Interesse, um nicht aufzufallen. 26. Sensorische Überlastung überspielen. Das grelle Licht, das starke Parfüm, das Quietschen des Stuhls. Du nimmst alles wahr, aber du tust so, als würde es dich nicht stören. Innerlich fühlst du dich wie kurz vor dem Kurzschluss. 25. So tun, als würdest du zuhören. Deine Gedanken schweifen ab. Du nickst, du machst Augenkontakt, du spielst mit. Aber in Wahrheit hast du längst den Faden verloren und wartest nur, bis es vorbei ist. 24. Reaktionen im Spiegel üben. Dein Lächeln wirkt oft unpassend. Deine Mimik kommt nicht natürlich. Also übst du vor dem Spiegel. Größer, kleiner, freundlicher, weniger seltsam. Solange bis es stimmt. Oder zumindest fast. 23. Gesichtsausdrücke anderer nachahmen. Wenn dein Gegenüber lächelt, lächelst du auch. Wenn er die Stirn runzelt, machst du es ihm nach. So wirkst du angepasst, auch wenn es nicht echt ist. 22. Gesprächsthemen vorbereiten. Bevor du irgendwo hingehst, hast du deine mentalen Karten parat. Wetter, Wochenende, Allgemeines. Damit du immer etwas hast, das du sagen kannst. 21. Essen, das du hast. Jemand bietet dir ein Gericht an, das du gar nicht magst. Aber du sagst ja. Du zwingst dich, es zu essen, um nicht unhöflich zu wirken. 20. Gespräche vorher durchspielen. Du übst, wie ein Gespräch laufen könnte. Doch die Realität bringt dich jedes Mal aus dem Konzept. Einer stellt eine unerwartete Frage und dein Plan bricht zusammen. 19. Kleidung tragen, die dich quält. Alle tragen enge Jeans, Blusen oder Hemden. Also tust du es auch. Doch für dich fühlt es sich an, als würdest du den ganzen Tag Sandpapier auf der Haut haben. 18. Zu viel erklären. Damit dich niemand falsch versteht, erzählst du jedes Detail. Doch irgendwann schalten die anderen ab.
Für dich war es wichtig. Für sie war es zu viel. 17. Die Stimme verändern. Du passt dich an. Freundlich im Service, ernst im Job, locker unter Freunden. Doch deine eigene Stimme geht dabei verloren. 16. Jede Begegnung endlos überdenken. Nach jedem Gespräch wiederholst du jedes Wort in deinem Kopf. Hast du dich seltsam ausgedrückt? Warst du zu direkt? Das Gedankenkarussell hört nicht auf. 15. Interesse an Smalltalk vortäuschen. Du redest mit, auch wenn dich das Thema überhaupt nicht interessiert. Du nickst, stellst Fragen und hoffst, dass es bald vorbei ist. 14. Bewegungen unterdrücken. Dein Körper will wippen, deine Hände wollen sich bewegen. Aber du zwingst dich, still zu bleiben. Es fühlt sich an, als würdest du einen Nieser zurückhalten. 13. Gespräche immer wieder abspielen. Eine Bemerkung, ein Blick. Du spielst es unzählige Male in deinem Kopf ab. Während andere längst weitergezogen sind, hängst du noch immer darin fest. 12. Dich wie ein Schauspieler fühlen. Jeder Tag ist wie ein Theaterstück. Du bist die Hauptrolle, aber niemand hat dir das Drehbuch gegeben. Also improvisierst du. Immer und immer wieder. 11. Missverstanden werden. Dein neutrales Gesicht wird als Wut gedeutet. Deine Freude klingt wie Langeweile. Immer wieder passt du dich an, doch im Inneren schreist du: Warum versteht mich niemand? 10. Zusammenbrüche verbergen. In der Öffentlichkeit hältst du durch. Du lächelst, du funktionierst. Erst zu Hause brichst du zusammen, mit einem Meltdown oder völliger Erschöpfung. 9. Mir geht's gut, sagen, wenn es nicht stimmt. Erklären würde zu viel Energie kosten. Also sagst du, dass alles in Ordnung ist, auch wenn es das nicht ist. 8. Soziale Events besuchen, obwohl du nicht willst. Du bist erschöpft, aber du gehst trotzdem hin. Absagen fühlt sich schlimmer an. Also gehst du und suchst innerlich nur nach dem Ausweg. 7. Den eigenen Tonfall überwachen. Warst du zu laut? Zu leise? Zu direkt? In deinem Kopf läuft ständig eine Checkliste, die dich kontrolliert. 6. Alles weicher formulieren. Du meinst es direkt, aber du sprichst es weich aus. Damit es freundlich klingt. Damit es akzeptiert wird. Aber dabei verlierst du die Klarheit, die du eigentlich hast. 5. Mentale Checklisten abarbeiten. Augenkontakt? Check. Lächeln? Check. Zuhören? Check. Alles wirkt wie ein Ablaufplan, den du im Kopf abarbeitest, um normal zu wirken. 4. Gespräche dominieren. Manchmal redest du ununterbrochen. Nicht, weil du unbedingt willst, sondern weil es einfacher ist, die Kontrolle zu behalten, als ständig die Regeln anderer zu erraten. 3. Dauerhafter Alarmzustand. Masking bedeutet, innerlich immer in Kampf oder Flucht zu sein. Dein Körper scannt ständig die Umgebung. Alles könnte falsch laufen. Und du bist immer bereit, dich zu verteidigen oder zu fliehen. 2. Das Gefühl, in einer fremden Welt zu leben. Du sprichst die gleiche Sprache wie alle, aber die Regeln scheinen andere zu sein. Alles ist anstrengend. Alles ist lauter, greller, schwerer. Es fühlt sich an, als wärst du ein Fremder in deiner eigenen Welt. 1. Dich selbst verlieren. Das Schwierigste am Masking ist nicht die Erschöpfung. Es ist das Vergessen, wer du eigentlich bist. Nach Jahren des Verstellens fragst du dich: Wer bin ich wirklich? Was will ich eigentlich? Und das Wiederfinden dauert lange, ist schmerzhaft, aber es ist der Weg zurück zu dir selbst. Das Schwierige am Masking ist nicht nur die ständige Anstrengung, sondern die tiefe Unsicherheit, die es hinterlässt. Wenn du jahrelang gelernt hast, deine wahren Reaktionen zu unterdrücken und stattdessen so zu handeln, wie es andere erwarten, dann beginnst du irgendwann, an dir selbst zu zweifeln. Du fragst dich: Bin ich überhaupt echt? Oder spiele ich nur eine Rolle, die so lange funktioniert hat, bis ich vergessen habe, wer ich wirklich bin? Für viele autistische Menschen ist dieses Erkennen ein Schock. Sie merken oft erst spät, dass sie ihr Leben lang eine Maske getragen haben. Und mit dieser Erkenntnis kommen auch Angst und Traurigkeit. Denn du siehst nicht nur, wie viel Energie du verloren hast, sondern auch,
wie viele Chancen, Beziehungen und Erfahrungen von Anfang an auf einem Spiel standen, das nie deins war. Aber genau hier beginnt auch eine neue Möglichkeit. Denn wenn du erkennst, dass du maskierst, kannst du anfangen, kleine Schritte zurück zu dir selbst zu gehen. Vielleicht traust du dich, in einer sicheren Umgebung zu stimmen. Vielleicht erlaubst du dir, bei einem Treffen ehrlich zu sagen, dass du müde bist, statt ein falsches Lächeln aufzusetzen. Vielleicht wagst du es, deine Interessen klar auszusprechen, selbst wenn andere sie seltsam finden. Unmasking bedeutet nicht, dass du plötzlich alles fallen lässt und nur noch du selbst bist, egal was passiert. Es bedeutet, vorsichtig zu prüfen, wo du deine Energie wirklich einsetzen möchtest und wo du dich schützen darfst. Es bedeutet, zu lernen, dass du nicht falsch bist, sondern dass die Welt dich nur selten richtig gesehen hat. Die Reise dahin ist nicht leicht, denn Masking war für viele von uns ein Überlebensmechanismus. In der Schule, im Job, in Beziehungen. Ohne die Maske hätten wir vielleicht noch mehr Ablehnung erfahren. Deshalb darfst du dir selbst verzeihen, wenn du sie getragen hast. Sie hat dir geholfen, an diesem Punkt anzukommen. Das eigentliche Ziel ist, dich selbst wiederzufinden. Und je mehr du übst, ehrlich zu reagieren, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und deine Grenzen zu verteidigen, desto weniger wirst du das Gefühl haben, ein Schauspieler in deinem eigenen Leben zu sein. Unmasking ist nicht das Ende einer Rolle. Es ist der Beginn eines authentischen Lebens. Und genau hier liegt die entscheidende Frage. Wie lange willst du noch eine Rolle spielen, die dich erschöpft, anstatt du selbst zu sein? Vielleicht hast du dich in vielen der Beispiele wiedergefunden. Vielleicht hast du gemerkt, dass du seit Jahren maskierst, ohne es überhaupt so zu nennen. Und vielleicht fragst du dich gerade, bin ich überhaupt echt? Oder spiele ich einfach nur das Spiel, das andere von mir erwarten? Wenn dich diese Gedanken nicht loslassen, dann bist du nicht allein. Tausende von Menschen erkennen gerade erst, wie sehr sie ihr Leben lang versucht haben, sich anzupassen. Und die meisten von ihnen erzählen, dass das Eingeständnis zwar schmerzhaft war, aber gleichzeitig befreiend. Darum meine Einladung an dich. Schreib in die Kommentare, welche Momente des Maskings du bei dir erkannt hast. Wo fühlst du dich am meisten ertappt? Und wo wünschst du dir, endlich du selbst sein zu dürfen? Abonniere diesen Kanal, gib dem Video ein Like und teile deine Geschichte. Nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen, die merken sollen, dass sie nicht allein sind.